Also diese Cyberboost-Geschichten nämlich doch wichtig geworden. So, gucken wir mal. Das sind ziemlich hohe Konzentrationen feindlichen Einheiten. Sneaky, sneaky, sneak. So, irgendwas Nützliches. Ja, viele Gegner. Komme ich hier raus? Nein. Tauschentech. Ja, mitkommen. Oh, guck mal, PDA. Hey Barclay, einer der Jungs hat schon wieder mit dem verdammten Laser ausgelöst. Das Ding ist kein Spielzeug. Hier ist der Code, mit dem Sie das Feld deaktivieren können. Schalten Sie es ab, wenn diese Idioten in der Nähe sind. Die ständige Neukonfiguration nervt. Doesn't come out of there in a few minutes, I'm going in. No, you're not. He's on the edge. There's no telling what he'll do. More of a reason to go in there and talk to him. Hell no. I don't want to walk in on him. He might get scared and start popping off shots. Just let him sort out this mess by himself. So, jetzt habe ich hier 4 Typen, die da rumsitzen. Und gegen keinen von denen kann ich irgendwie vorgehen. Doch, einer geht jetzt. Schnappe ich mir die irgendwie oder sage ich, ach, ist mir doch egal. Ja, wir gucken mal, was wir mit dem einen anfangen können. Ob wir gegen den irgendwie vorgehen können. So, der dreht sich jetzt gleich um. Ja. Was ist das? Zack. Dann mitkommen. So, zack. Jensen räumt auf. Na, ist nicht genug Platz für Schrottpatronen. Alles klar, was können wir wegräumen?
Diese fucking Dose braucht viel zu viel Platz. Benutzen. Das war zwar verschwendet, aber egal. Na, guck mal nach. Mehr Schrotpatronen. Und noch ein Ding, das wir hacken können. Nochmal 75 Punkte für mich. 50. Schade. Das ist eine Stufe 2. Aber wir wurden schon ewig nicht mehr entdeckt beim Hacken. Ewig. 3 Systeme, die wir jetzt gehackt haben. Ich habe dem seine Schrotflinte nicht mitgenommen. Das ist natürlich eine bedauerliche Verfehlung. So, das Sicherheitssystem, das Lasersystem schalten wir auch noch mal kurz aus. Hacken. Freigabe. Sechs, 5, 4, 3. Access granted. Geschafft. Inaktiv. Aber da piept wieder was. Da piepen wieder so gefährliche Minen. Stacken die denn? Na, immerhin. So, und los. And this is why I urge every member of my staff, every man and woman dedicated to the true mission of the Humanity Front, to do the same. Isaias, if you're watching this, I beg you, do not allow misplaced anger to destroy everything we have struggled to achieve. It's over. He knows I can't come back from that. Everybody knows, Sandoval. You can't hide from what you've done. What I've done, Mr. Jensen. I spent years patching people back together from augmentation botch jobs and systemic organ rejection brought on by implants. And now, because of Bill's betrayal, I'll never practice medicine again. Ja, da kann aber echt nichts dafür. You really want to help someone? Tell me where Sarif's scientists are. I wish I could, Mr. Jensen. But my involvement ended right after I failed to remove their GPLs. You failed? Turns out, my surgical skills weren't good enough to bypass David Sarif's insurance policy. So for all I know, those little implants are broadcasting right now. On a frequency so low your network specialist wouldn't think to look for it. You changed the frequencies. Oh nein. You have your answers, Mr. Jensen. And I've lost all of mine. The courts may think I have much to atone for, but my court will be a higher one. Nee, das machst du nicht, Kollege. Och, come on. How about I take that gun with me when I go? You got everything you came for. Please, just leave. Believe it or not, I'd rather you didn't kill yourself. That's because you have no idea what tortures I've endured. The guilt, the shame. I was told the scientists would be used to find a peaceful solution to the augmentation crisis. Instead, I was involved in kidnapping and murder. My life ended that night. It's time for me to go. Think about it. Are you really in such a hurry to face that higher court of yours? At least there are no lies before God. Did you see that abominable press conference? William Taggart all but accused me of terrorism. He claimed that all the violence committed in the name of our cause was the result of my influence. So stay alive long enough to tell him your side of the story. He already knows it isn't true. I trusted that man. For years I gave him loyal service, and he betrayed me.
He sacrificed my freedom and good name to save the reputation of his organization. It's no use fighting him. He'll just spin it again. At least if I die, he'll never be able to use me again. Ein Alpha, ein Beta. Braucht jemand, der das Gute in ihm erkennt, wer befreit werden muss. Look, I understand your situation better than you think. I quit the Force because I couldn't stand what the people in charge were doing to it. But they went to the press and told them I'd been the problem the whole time. Power always sacrifices its subordinates to save itself, but you have my word. You can get through this. I appreciate your faith in me, Mr. Jensen. And remembering that others have gone through similar events can be helpful. But is it enough? It wasn't enough to be a doctor. Or to attack the infection at its source with Humanity Front. I had to try harder to help people, and I pushed too far. What else could I have done? How do people live in a world surrounded by human misery every day? Or am I the only person who feels this way? Give it up, Mr. Jensen. So, tut mir leid, da war ich jetzt gerade kurz nicht da. Ich muss eine Nachricht schreiben. Gedrückte Stimmung, von der er befreit werden muss. Just leave, so I can do what I have to. Nein. I hear what you're saying. You care too much. I know what that's like. Too well. Because I've been there. You want to fix everything right away. You want it so much you start trying too hard. Trust me, if you deal with the smaller, easier stuff first, the big things don't look so big. I've heard that before. It has more meaning somehow, coming from someone like you. How did it come to this? People died in that kidnapping, and I helped plan it. I might as well have killed those people myself. I can no longer look my wife in the eyes, and she's the person I love and trust more than anyone in this world. There's simply no place for me among humanity anymore. Sofort. Nochmal schnell was schauen. So. Give it up, Mr. Jensen. Nein, ich bin auch schon so weit. You think you're a failure, but you're not. You're just a man who doesn't understand his own potential yet. You can still channel your regrets into something positive. Be an example. Teach people why violence isn't the answer. You've suffered way too much to let all that experience go to waste. I don't understand. We're enemies, but you want me to live. I deserve to die. In fact, I welcome it. But you won't let me go that easily. You've assigned me a task I cannot refuse. Booyah! Take the gun. You win.
Pritchard, get this. The GPLs are still transmitting. Sandoval switched them to a lower frequency. But they could be broadcasting anywhere in the world. I don't have the type of equipment we'll need to find them. It's our only lead, Pritchard. You have to do something. I know. Listen, the riot's still blocking the street entrance. Head back to your apartment and Malik will fly you over. Maybe by the time you get here, I'll have figured out something. Ja, ich bin sofort da. Ich muss nur kurz hier noch ein paar Sachen machen. Please. I will not speak to you with that weapon in my face. Oh, I'm so sorry. So. Thermale Modifikationsprozesse. Entwicklungsstudio von Darrow Industries 2019. Die von Taeyong Medical, Isolay und anderen Unternehmen verwendete Methode ist grob und primitiv. Dabei geht es um ein Verfahren, durch das die menschliche Haut in eine Art organische Körperpanzerung umgewandelt werden kann. Die allerdings keinesfalls, wie bei uns Ähnlichkeit mit einem Nashornpanzer hat. Logistisch gesehen stellt der Eingriff keinerlei Probleme dar, wobei er durchaus langwierig und bestimmt äußerst schmerzhaft ist. Aber im Endeffekt ist er kaum anspruchsvoller als die Arbeit eines Schönheitschirurgen an einem eitlen, nach perfektem Aussehen strebenden Patienten. Ein Geflecht feinschichtiger Materialien wird direkt unterhalb der Epidermis eingesetzt. Die Panzerung ist mit einer G-Schleifenummantelung versehen, die sich direkt ohne Abstoßungsgefahr mit dem Gewebe verbindet und nach einer gewissen Genesungszeit nahtlos mit dem Körper verwächst. Stoßwirkungen führen zwar weiterhin zum Einreißen der Haut des Implantatträgers sowie zu Blutungen und Läsionen, aber die darunter befindliche Panzerung, ein Sandwich aus einem stoßresistenten Gel, schwimmenden Kohlenstoff-Nanoröhren, absorbiert den größten Teil der Bewegungsenergie. Sie werden nahezu alle Arten von Schussverletzungen verhindert. You don't need to babysit me, Mr. Jensen. I have no intention of killing myself anymore. Nor will I resist arrest when the police arrive. I assume your people have already contacted them? If they haven't yet, they will be soon. Then go. Use the information I gave you to track down your scientists. With any luck, they will still be alive. The men who kidnapped them, the soldiers. I don't know who they were. Only last name. Namir, jawohl. Barrett and Namir. I sensed Caught them it. highly trained professionals. Working for who? I didn't ask. My brother, Ezekiel, put them in touch with me. Your brother? Not Taggart? Bill wouldn't be so stupid as to get his own hands dirty. I see that now. He's like Teflon. Nothing ever sticks. Das ist ja mal der geilste Vergleich, den ich je gehört habe. Keine Verbesserungen der Mythos der Humanaugmentierung von William Taggart. Ich denke immer wieder an eine Geschichte, die mein Leben verändert hat. Sie handelt von Ezekiel, einem jungen Mann, der an einem Augmentierungstrauma zu zerbrechen drohte. Einem Mann, dem ich helfen konnte. Ezekiel war ein Marine, der im Golf schwer verletzt worden war. Im Glauben, etwas beweisen zu müssen, ließ er sich augmentieren und kehrte zu seiner Einheit zurück. Nach dem Einsatz stürzte ihn der Schock über sein verändertes Wesen jedoch in eine tiefe Depression. Er wollte sich das Leben nehmen, als sich unsere Wege kreuzten. Ich konnte ihn jedoch davon abbringen und überzeugte ihn, seine Augmente entfernen zu lassen. Nachdem er sich in einer Klinik der Humanitätsfront erholt hatte, war Ezekiel wieder ganz der Alte und prägte damit das Weltbild unserer Gruppe. Er war wirklich geheilt. Practical Shootist Monthly, die Themen dieser Ausgabe. Wir testen das neueste Modell eines Klassikers, das Expo Armor System von Stazuik Arms, und fragen uns, ob der lautlose Kill wirklich der beste ist. Kadenzanalyse der neuen modifizierten Maschinenpistole, die für die GSG-9-Einheit der deutschen Bundespolizei entwickelt wird. Rick Timblady philosophiert in seiner Kolumne über einen modifizierten Klassiker, die 375er Python, 57er Python. Waffenkontrolle, Rückstoßdämpfung mittels augmentierter Cyberextremitäten für Kaliber 50 und höher. Unser Technikexperte wirft einen Blick auf die nächste Generation nicht-letaler Schusswaffen, wie das Pulsenergie-Projektionssystem des Hongkonger Unternehmens Cornet Technologies, die PEPs. Vor Ort. In diesem Monat begleiten wir das Geiselinterventionsteam der Polizei von Austin. Wir stellen neue Panzerungen mit Flüssigkeitsmatrix vor, die Skullgun und andere implantierte Schusswaffen, Realität, Vision oder Albtraum. Kommentar. Was spricht gegen einen Flammenwerfer? Und natürlich unsere regelmäßigen Beiträge und Kolumnen.
on maintaining a safe environment and an Halt die ethical Klappe da approach to hinten. research at all times. We invite critics and members of the UN to tour our facilities firsthand. They will find nothing but So, was haben wir hier? Ist da was? Ja, Munitionskapazität erfüllt. Okay. Fallen lassen. Kann ich das mit einer meiner Waffen kombinieren? Ich jetzt 150 rein? Jawohl. So, hacken. So. Sehr schön. Dann komme ich hier jetzt auch durch. Oh, hallo. Die beiden habe ich gar nicht gesehen. Na los. Auf da, auf da, auf da. So, zurück zu meinem Apartment. Au. Mann. Ja, gucken wir mal. Liegt der Typ da immer noch? Ja, tatsächlich. Oh. Detroit, Toronto, Mumbai, and Rio de Janeiro all report violent clashes taking place outside the doors So, of so liegt er besser. technology firms. Kusanagi, Isolay, So, ab nach oben. Bis ganz rauf aufs Dach fahre ich hier, glaube ich, gar nicht, oder? Ne. Ich fahre bis hier. Warte mal, ich habe die 200 Schuss schon wieder mitgenommen, oder? Ja. Gott sei Dank, ey. Security Systems. Ja, goodbye, Mr. Jensen. So. Suchen wir mal und hoffen, dass wir unsere Forscher wiederfinden. Vor allen Dingen natürlich Megan. Hey, ich kann da noch nicht rein. In den Entity. Jetzt. Nice detective work, Jensen. You ready to return to HQ? Natürlich. Nicht beendete Nebenmissionen werden abgebrochen. Ja, ich möchte Yeah. trotzdem. Let's hope Pritchard's found that frequency. You said it. Ein Praxispunkt.
So, dann sind sie dabei Salif. Hoppigere Landung. Hey, I got a message for you, Jensen. From Pritchard. He says he's not in the office. Great. So what exactly am I supposed to do? I don't know. He said you should check in with the boss. Ja, mache ich gleich. Was it true that we were breeding a bunch of augmented soldiers and training them? What do they think stopping us? Ich möchte erst noch mal kurz in mein Büro gucken. Dann gucke ich noch mal kurz ins Tech Lab. Und dann... Ja. Also ich kann mir in ein eigenes Passwortsystem reinhacken. Wie geil ist das denn? Hihi. Lass das mal tun. Access granted. Jensen, es wären Unruhen nicht schon schlimm genug. Ich habe allerhand Gerüchte über Diebstähle in den Büros gehört. Was ist nur aus der familiären Atmosphäre geworden, die Mr. Seraph immer so lobt? Wenn Sie mich fragen, steckt Heathers Stinche nicht dahinter. Sie stand hinter mir, als ich meinen Türcode eingegeben habe. Und ich konnte schwören, sie hat mir dabei zugesehen. Und 0123 ist nicht so schwierig zu behalten. Sie hat gesagt, sie wollte mich fragen, ob ich über diese Unruhen reden will. Schon klar. Das müssen Sie überprüfen, Mann. Büro 20. Aha. Büroeinbrüche. Lyle Rogers. Jensen, stimmt es, dass jemand in Büros einbricht und lange Finger macht? Falls ja, wird mein Job noch schwieriger. Wir wissen, dass Pike es unser allen möglichen Dreck bei uns ausdrückt. Und wenn nur ein genervter Mitarbeiter in der falschen Bar das Falsche sagt, ich habe jetzt schon alle Hände voll zu tun. Ich hätte mich zwar an 2-1-2-1 gewöhnt, aber ich denke, sie und Pritchard sollten die Athene Margulis. Ich habe gute und schlechte Nachrichten, Adam. Es wird zwar kein neuer Benzin mehr gestohlen, aber heute Abend kann Heather Sincher völlig aufgelöst in meinem Büro. Offenbar hat der Herr Jerry Marler sie vor der gesamten Belegschaft als Bürodiebin bezeichnet. Sie verlangt, dass ihr guter Ruf wiederhergestellt wird. Ich weiß, sie haben im Moment wirklich Wichtigeres zu tun, aber können Sie eventuell einen Sicherheitsmann in Heathers Büro schicken, damit er sich dort ein bisschen umsehen kann? Sie meint, das wäre der einzige Weg zu beweisen, dass sie nichts gestohlen hat. Sie hat Büro Nummer 35, Zugangscode 3167. Danke. Gut, Nummer 35. Was? Achso, hier. Nummer 35. Hier, Lyle Rogers, keine Ahnung, wo der sitzt. Und Nummer 20. Gut, dann machen wir das doch mal schnell. Mr. Carella. Theoretisch kann ich mich jetzt in jedes Büro einhängen. Aber das mache ich nicht. Weil das brauche ich gar nicht. Aber die Tür ist eh schon offen. Jetzt noch Stahl. Eisen und Schatten. Auf der anderen Seite des Platzes sah Meredith, wie er stolperte und gegen eine niedrige Mauer taumelte. Sie warf einen Blick zurück auf die Demonstranten, die ihrem Zorn immer lauter Luft machten. Und dann, einem unerklärlichen Impuls folgend, lief sie zu ihm, um ihm die Hand zu reichen. Als sie der Blick seiner unter einer Kapuze verborgenen, funkelnden Augen traf, hart und grau, wie die Splitter eines Eisbergs, stöhnte sie auf. Er stand nur da und ignorierte ihre ausgestreckte Hand. Doch irgendetwas war da, tief in ihm, im Widerstreit mit seinem finsteren Blick. Sind Sie okay? Murmelte er, zusammengekniffenen Augen. Sie sind verletzt. Nur ein Kratzer, wollte sie noch sagen, doch seine Hand berührte bereits ihre Wange.
Meredith erzitterte, als silberne Finger ihre Haut berührten. Zu ihrer großen Überraschung waren sie warm. Ja, sagte er, als sie sich abwandte. Ich bin einer von ihnen. Ein Okti. Aber er war bereits gegangen.